Guten Tag, mein Name ist Karl Brenner. Ich bin 67 Jahre alt. 40 Jahre lang habe ich als Mathelehrer gearbeitet. Ich habe Tausenden von Schülern beigebracht, Gleichungen zu lösen. Aber die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen werde, handelt davon, wie ich die wichtigste Gleichung meines Lebens gelöst habe. Und diese Gleichung fand mich an einem Ort, den ich nie erwartet hätte. Im Mülleimer der Küche. Wissen Sie, was der größte Fehler eines pensionierten Mathelehrers ist? 42 Jahre lang versuchte ich, in meinem Haus die falsche Gleichung zu lösen, bis ich heute Morgen in den Mülleimer schaute. Lassen Sie mich Ihnen von diesem Morgen erzählen. Es war der 15. März, Dienstagmorgen. Punkt 6:30 Uhr. Ich war allein in der Küche. In meiner Hand hatte ich ein Notizbuch, einen Stift und einen Taschenrechner. Ich stand neben dem Mülleimer und schaute hinein. Ich sah ein halbes Brot. Es war das Brot, das wir gestern Abend gekauft hatten. Hilde hatte nur 2 Scheiben abgeschnitten. Der Rest lag im Müll. Ich sah 3 Tomaten. Sie waren verfault. Wir hatten sie vor 3 Tagen vom Markt gekauft. Unberührt. Ich sah eine Packung Joghurt. Ungeöffnet. Das Verfallsdatum war vor 2 Tagen abgelaufen. Ich begann in mein Notizbuch zu schreiben. Brot 3,80 Euro. Tomaten 2,40 Euro. Joghurt 1,90 Euro. Gesamt 7,10 Euro. An einem einzigen Tag. In einem einzigen Mülleimer. 7,10 Euro. Das mag wie eine kleine Zahl erscheinen, aber ich bin Mathelehrer. Und ich weiß, was diese Zahl bedeutet, denn das ist nur ein Tag. Und nur Lebensmittelverschwendung. Wenn wir jeden Tag 7 Euro wegwerfen, sind das 210 Euro im Monat, 1520 Euro im Jahr. Aber noch wichtiger, das sind nicht nur Lebensmittel. Was ist mit Strom? Was ist mit Wasser? Was ist mit Hildes Kleidern, die sie nie trägt? Was ist mit den ungeöffneten Kartons in der Garage? An diesem Morgen verstand ich, 42 Jahre lang hatte ich versucht, die falsche Gleichung zu lösen. Ich fragte, wie werden wir glücklicher? Ich fragte, wie bekommen wir mehr? Aber die eigentliche Frage lautete, warum werfen wir weg, was wir haben? Genau in diesem Moment kam Hilde in die Küche, im Morgenmantel. Ihre Haare waren zerzaust. Sie suchte nach ihrer Kaffeetasse, die nicht da war. Karl, sagte sie, was machst du um 7 Uhr morgens am Mülleimer? Ich sah sie an. Meine Frau von 42 Jahren. Die Liebe meines Lebens. Und ich sagte, Hilde, ich rechne. Und die Zahlen, die ich sehe, machen mich krank. Hilde hob die Augenbrauen. Krank? Karl, geht es dir gut? Ich reichte ihr das Notizbuch. Schau, sagte ich, nur heute. Nur dieser Mülleimer. Hilde nahm das Notizbuch. Sie kniff die Augen zusammen. Sie hatte ihre Brille noch nicht aufgesetzt. 7,10 Euro, sagte sie leise. Ja, sagte ich, 7,10 Euro. An einem Tag. Hilde atmete tief ein. Dann schaute sie in den Mülleimer. Dann zu mir. Karl, sagte sie, hast du heute Morgen ins hintere Regal des Kühlschranks geschaut? Wir gingen zum Kühlschrank. Beide. Hilde öffnete die Tür. Oberstes Regal. Übrig gebliebene Nudeln von gestern. In einer Plastikschüssel. Die werden wir essen, sagte Hilde. Mittleres Regal. Käse, Olivenglas, Butter. Die sind in Ordnung, sagte ich. Unteres Regal. Das Gemüsefach. Hilde hielt inne. Karl, sagte sie, schau da nicht hin. Warum nicht? Weil ich weiß, was da ist, aber ich hatte schon hingeschaut. Eine halbe Salatgurke. Hart geworden. 3 Karotten. Weich geworden. Ein Bund Petersilie. Völlig vergilbt. Hilde schloss die Augen. Ich habe sie letzte Woche gekauft, sagte sie leise. Ich wollte Salat machen, aber ich habe es nicht getan. Weil ich müde war, weil wir Pizza bestellt haben. Weil, ich weiß nicht. Ich schrieb in mein Notizbuch. Gemüse, 4,70 Euro. Hilde sah mich an. Karl. Bitte was? Bitte tu das nicht. Was soll ich nicht tun? Gib mir keine Schuldgefühle. Ich hielt inne, nahm den Stift in die Hand und sagte, Hilde, ich mache dir keine Vorwürfe. Ich mache mir selbst Vorwürfe. Wir machten Kaffee. Wir setzten uns beide an den Küchentisch.
Draußen regnete es leicht. Märzregen. Kalt, aber sauber. Hilde nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. »Karl«, sagte sie, »warum tust du das heute? Was meinst du? Warum zählst du heute den Mülleimer? Warum schaust du heute in den Kühlschrank?« Das war eine gute Frage. Ich dachte nach. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Vielleicht gestern Abend.« »Oh, was war gestern Abend?« »Im Fernsehen lief eine Nachricht.« »Was für eine Nachricht?« »In Deutschland werden jährlich 11 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet.« Hilde stellte ihre Kaffeetasse ab. 11 Millionen Tonnen? Ja. Das ist, was für eine Zahl? Eine große Zahl, sagte ich, aber für mich hatte sie keine Bedeutung. Bis ich heute Morgen in den Mülleimer schaute. Hilde hörte mir schweigend zu. »Denn jetzt verstehe ich«, sagte ich, 11 Millionen Tonnen bestehen aus meinen 7,10 €. Aus deinen 4,70 €, aus denen unserer Nachbarn, unserer Straße, unserer Stadt, aus all unseren kleinen Verschwendungen.« Hilde nickte. »So, was wirst du jetzt tun?« »Ich weiß es nicht«, sagte ich, »aber ich weiß, dass ich etwas tun muss.« An diesem Morgen taten wir etwas. Hilde und ich. Zusammen. Wir schrieben eine Liste mit dem Titel »Was essen wir wirklich?« Hilde schrieb ins Notizbuch Montag Nudeln, Dienstag Hähnchen, Mittwoch Suppe, Donnerstag Pizza zum Mitnehmen, Freitag Fisch, Samstag Kartoffelgericht, Sonntag Reste. Dann schrieben wir eine zweite Liste mit dem Titel »Was haben wir letzte Woche gekauft?« Hilde überprüfte den Kühlschrank, öffnete die Schränke, ging die Speisekammer durch. Die Liste wurde länger. 2 Kilo Tomaten, die Hälfte verfault. 3 Gurken, eine im Müll. Kilo Karotten, die meisten weich geworden. 4 Brote, 2 sind altbacken geworden. 2 Packungen Joghurt, eine über dem Verfallsdatum. 1 Kilo Äpfel, die Hälfte fleckig. 5 Packungen Fleisch, im Gefrierschrank, unklar wann gekauft. Hilde legte den Stift hin. »Karl«, sagte sie, »das ist schrecklich.« »Ich weiß. Wir sind sparsame Menschen. Ich weiß. Wir sind nicht die Nachkriegsgeneration, aber unsere Eltern waren es. Ich weiß. Sie sagten uns immer, wirf niemals Brot weg.« Ja, so, wie sind wir so geworden? Das war eine sehr gute Frage. Ich erinnerte mich. 1987. Wir waren frisch verheiratet. Hilde und ich. Wir lebten in einer kleinen Wohnung. 2 Zimmer und ein Wohnzimmer. Die Küche war sehr klein. Der Kühlschrank auch. Jeden Samstag gingen wir zum Markt. Wir wussten genau, wie viel Geld wir hatten. Wir wussten genau, was wir kaufen würden. Wir machten immer Listen. Immer. Hilde ging nie ohne Liste zum Supermarkt. »Ohne Liste kaufst du zu viel«, sagte sie. »Und wenn du zu viel kaufst, ist das Geld weg. Und wenn das Geld weg ist, wird das Monatsende schwierig.« So war es damals. Einfach, klar, verständlich. Aber dann änderte sich etwas. Wann änderte es sich? In den 90ern? In den 2000ern? Ich erinnere mich nicht genau. Aber etwas änderte sich. Die Gehälter stiegen. Unser Kühlschrank wurde größer. Wir zogen um. Wir bekamen 2 Kinder. Wir kamen mit großen Taschen vom Supermarkt zurück. »Die Kinder wachsen«, sagte Hilde. »Sie essen viel, sie hatte recht. Aber die Kinder sind gewachsen. Sie sind ausgezogen. Thomas lebt jetzt in Berlin. Anna in Hamburg? Aber wir kaufen immer noch die gleiche Menge ein. Ein Haushalt für 2 Personen. Einkäufe für 4 Personen.« Hilde saß am Küchentisch mit ihrer Kaffeetasse in der Hand, nachdenklich. »Karl«, sagte sie, »wir sind nicht krank. Was meinst du? Wir sind auch keine schlechten Menschen. Ich weiß. Wir haben nur unsere Gewohnheiten nicht geändert.« Ich nickte. »Ja«, sagte ich, »wir haben unsere Gewohnheiten nicht geändert. Die Kinder sind weg, aber wir leben immer noch, als wären sie da. An diesem Tag tat ich noch etwas anderes. Eine vollständige Berechnung. Nicht nur Lebensmittelverschwendung. Alles. Ich öffnete den Computer. Erstellte eine Excel-Datei. Titel: Familie Brenner. Monatlicher Verschwendungsbericht. Erste Spalte: Lebensmittel. Weggeworfenes Essen 50 €, altbackenes Brot 15 €, verfaultes Obst, Gemüse 30 €, abgelaufene Produkte 20 €, Gesamt 115 € im Monat. Zweite Spalte:
Energie, unnötig brennende Lichter, 10 Euro, umsonst laufende Heizung, 25 Euro, Geräte im Standby-Modus, 8 Euro, Gesamt 43 Euro Monat. Dritte Spalte, Wasser, lange Duschen, 12 Euro, laufende Wasserhähne, 5 Euro, halbvolle Waschmaschine, 8 Euro, Gesamt 25 Euro Monat. Vierte Spalte, Sonstiges, ungenutzte Mitgliedschaften, Fitnessstudio, Zeitschrift, 30 Euro, unnötige Einkäufe, 40 Euro, Gesamt 70 Euro Monat. Gesamtsumme 253 Euro Monat, jährlich 3036 Euro. Ich starrte auf den Bildschirm. 3036 Euro in einem Jahr, nur durch Verschwendung. Hilde stand hinter mir. Sie schaute über meine Schulter auf den Bildschirm, schweigend, sehr schweigend. Dann sagte sie, »Karl, das ist unser einwöchiger Urlaub.« »Ja«, sagte ich, »das ist unser neuer Kühlschrank.« »Ja, das ist das Geschenk, das wir unseren Enkeln geben würden.« »Ja.« Hilde setzte sich auf einen Stuhl. Sie legte ihre Hand auf die Stirn. »Wie haben wir das nicht bemerkt?«, sagte sie. Das war eine sehr wichtige Frage. Warum haben wir es nicht bemerkt? Weil alles so klein war. Ein Brot, 2 Tomaten, ein halber Joghurt. Kleine Dinge. Alltägliche Dinge. Scheinbar unbedeutende Dinge. Aber Mathematik lügt nie. Kleine Zahlen werden zu großen Zahlen, wenn man sie addiert. Ich hatte das meinen Schülern 40 Jahre lang beigebracht, aber ich hatte es für mich selbst nie berechnet. »Hilde«, sagte ich, »wir waren blind. Was meinst du?« »Wir konnten es nicht sehen, weil wir es nicht sehen wollten, weil Sehen unbequem ist, weil Sehen Veränderung erfordert, weil Veränderung schwierig ist.« Hilde nickte. »Aber jetzt haben wir es gesehen«, sagte sie. »Ja«, sagte ich, »jetzt haben wir es gesehen. An diesem Abend beim Essen beschlossen wir. Wir würden einen Plan machen, Schritt für Schritt. Kleine Veränderungen, aber entschlossene Veränderungen.« Hilde holte ein Notizbuch heraus, sagte sie. »Wo fangen wir an?« »Beim Kühlschrank«, sagte ich. »Okay, was tun wir?« Ich dachte nach. »Erstens«, sagte ich, »jeden Samstag Kühlschrankinventur.« »Was bedeutet das?« »Jeden Samstagmorgen, bevor wir zum Supermarkt gehen, überprüfen wir den Inhalt des Kühlschranks. Was ist da? Was fehlt? Was läuft ab? Was wird schlecht? Dann kaufen wir entsprechend ein.« Hilde schrieb. »Gut«, sagte sie. »Zweitens? Menü. Wochenmenü? Ja, jede Woche machen wir einen Essensplan für 7 Tage. Was essen wir am Montag, was am Dienstag? Danach kaufen wir ein. Wir kaufen nur, was wir diese Woche essen werden.« Hilde hielt inne. »Karl«, sagte sie, »das ist sehr systematisch.« »Ich bin Mathelehrer«, sagte ich. »System ist unser Geschäft.« Hilde lachte zum ersten Mal an diesem Tag, sagte sie. »Drittens, Restetag.« »Restetag? Ja. Einmal pro Woche essen wir die Reste aus dem Kühlschrank. Wir kochen nichts Neues. Wir essen nur die Reste auf.« Hilde hob die Augenbrauen. »Das wird schwierig.« »Ich weiß. Aber notwendig.« Ich war erster Samstagmorgen. Kühlschrank-Inventurtag. Hilde und ich überprüften zusammen. Was war da? Halbe Portion Nudeln, vom Vortag übrig. 2 Tomaten, eine Gurke, Käse. Zur Hälfte übrig. 4 Eier, Milch, ein halber Liter. Butter, sagte Hilde. Was können wir damit machen? Ich dachte nach. Montag, wir essen die Nudeln auf. Dienstag, wir machen Omelett. Mittwoch, Tomatensalat, Hilde schrieb. Dann sagten wir, was fehlt jetzt? Es fehlte Brot, Hähnchen für Donnerstag, Kartoffeln, Obst. Wir kauften nur diese Dinge. Als wir im Supermarkt waren, hielt Hilde inne. »Karl«, sagte sie, »normalerweise würden wir jetzt viel mehr kaufen. Ich weiß. Jetzt fühlt es sich komisch an. Bei mir auch. Als würde etwas fehlen. Aber eigentlich fehlt nichts«, sagte ich. »Nur unsere Gewohnheiten fehlen. An der Kasse bezahlten wir. Gesamt 23 Euro. Normalerweise 60, 70 Euro. Hilde schaute auf die Quittung. »Ist das richtig?«, sagte sie. »Ja«, sagte ich, »das ist richtig.« Eine Woche verging. Die erste Woche. Es war eine schwierige Woche. Denn Gewohnheiten sind mächtig. Dienstagabend sagte Hilde, »Karl,
Sollen wir Pizza bestellen? Aber Pizza steht nicht auf dem Menü, sagte ich. Ich weiß, aber ich hätte Lust darauf. Ich zögerte. Hilde, sagte ich, im Kühlschrank sind Eier für Omelett. Ich weiß. Wenn wir sie nicht essen, werden sie schlecht. Ich weiß. Hilde seufzte. Sagte sie, lass uns Omelett machen. Wir machten Omelett. Und es war eigentlich sehr gut. Donnerstagabend eine andere Herausforderung. Hilde kam vom Supermarkt zurück. Sie hatte eine Extratüte in der Hand. Was ist das? Sagte ich. Erdbeeren, sagte sie. Sie waren im Angebot, aber Erdbeeren standen nicht auf dem Menü. Ich weiß, aber sie waren so günstig, Karl. 2 Euro. Ich konnte nicht widerstehen. Ich schaute auf die Erdbeeren. Dann auf Hilde, sagte ich. Aber vergiss das nicht. Was du im Angebot kaufst, aber nicht isst, ist Verschwendung. Das Angebot rettet dich nicht. Hilde nickte. Du hast recht, sagte sie. Okay, wir werden diese Erdbeeren essen. Versprochen? Versprochen. Und wir aßen sie. Innerhalb von 3 Tagen waren sie aufgegessen. Eine Woche später, Samstagmorgen, wir schauten wieder in den Kühlschrank. Was war drin? Sehr wenig. Fast nichts. Die Nudeln waren aufgegessen. Die Eier waren aufgegessen. Das Gemüse war aufgegessen. Der Käse war weniger, aber nicht aufgegessen. Die Milch war weniger, aber nicht aufgegessen. Ich überprüfte den Mülleimer. Was war drin? Nur Folgendes: Brotkrumen, Gemüseschalen, Eierschalen. Nichts Verfaultes. Kein altbackenes Brot, kein abgelaufener Joghurt. Hilde und ich sahen uns an. Wir haben es geschafft, sagte Hilde. Ja, sagte ich. Wir haben es geschafft. Wie viel haben wir in einer Woche ausgegeben? Ich rechnete. 52 Euro, sagte ich. Normalerweise 120 bis 150 Euro. Hilde lächelte. Karl, sagte sie, ist das echt? Ja, sagte ich, das ist echt. Und wir haben immer noch die gleiche Menge gegessen. Vielleicht sogar besser gegessen, weil alles frisch war. Weil nichts im hinteren Regal des Kühlschranks vergessen wurde. Sonntag. Unsere Nachbarin Frau Weber kam zu Besuch, 75 Jahre alt. Eine sehr gesprächige Frau. Beim Tee erzählte Hilde ihr davon. Frau Weber, sagte sie, wir haben diese Woche ein Experiment gemacht. Was für ein Experiment? Ein Verschwendungsexperiment. Frau Weber hob die Augenbrauen. Verschwendung? Sie? Ja, sagte Hilde. Karl schaute eines Tages in den Mülleimer und sah schreckliche Dinge. Frau Weber wandte sich mir zu. Was haben Sie gesehen, Herr Brenner? Ich sah Geld, Frau Weber, sagte ich. Im Mülleimer sah ich Geld. Ich erzählte. 7,10 € an einem Tag. 3.000 Euro im Jahr. Frau Weber hörte zu. Schweigend. Sie trank ihren Tee. Dann sagte sie, wissen Sie, meine Mutter sagte uns nach dem Krieg immer, Brot ist heilig, wirf es niemals weg. Damals war Brot wirklich wertvoll. Die Menschen standen Schlange für Brot. Aber jetzt? Sie hielt inne. Was jetzt, Frau Weber? Sagte Hilde. Jetzt ist alles so einfach, sagte Frau Weber. Der Supermarkt ist um die Ecke. Brot ist jeden Tag frisch. Wir haben Geld. Und diese Leichtigkeit hat uns vergesslich gemacht. Vergesslich für den Wert. Sie nickte. Sie machen das richtig, Brenners, sagte sie. Ich denke, jeder sollte das tun. Die zweite Woche war leichter, weil das System sich eingespielt hatte. Samstag, Inventur plus Einkauf. Jeden Tag Kochen nach Menü. Mittwoch, Restetag. Dieses System funktionierte, aber ich bemerkte noch etwas anderes. Es war nicht nur Geldersparnis, es war auch Zeitersparnis. Früher dachte Hilde jeden Tag, was soll ich heute kochen? Sie öffnete den Kühlschrank. Sie schaute. Sie konnte sich nicht entscheiden. Manchmal ging sie zum Supermarkt, manchmal bestellte sie etwas, aber jetzt gab es ein Menü. Alles war klar. Montag Nudeln, Dienstag Hähnchen. Mittwoch Reste. Entscheidungen waren einfacher. Hilde bemerkte das auch. Karl, sagte sie, seltsam, aber ich fühle mich jetzt weniger gestresst. Warum? Weil alles klar ist. Ich habe nicht mehr diese Was soll ich kochen Frage im Kopf. Ich mache es einfach. 3. Woche. Unser Sohn Thomas kam aus Berlin für das Wochenende. Freitagabend kam er an. Mama, Papa, sagte er, ich habe euch so vermisst. Wir aßen zu Abend. Thomas öffnete den Kühlschrank. Mama, sagte er,
Der Kühlschrank ist so leer. Seid ihr krank? Hilde lachte. Nein, mein Sohn, sagte sie, wir sind gesund. Wir kaufen nur anders ein. Wie anders? Karl erzählte. Mülleimer. Berechnung. 3.000 €. System. Thomas hörte zu. Er hielt inne. Papa, sagte er, das ist großartig. Meinst du das ernst? Ja, ich versuche das in Berlin zu machen, aber es fällt mir schwer. Warum? Weil ich undiszipliniert bin. Ich gehe zum Supermarkt. Ohne Liste. Dann habe ich zu Hause 5 Packungen Nudeln. Aber keine Tomaten. Hilde lachte. Typisch für dich, sagte sie. Aber Papa, sagte Thomas, wie habt ihr das geschafft? Liste, sagte ich. System, Disziplin. Ist es so einfach? Ja, sagte ich. Es ist so einfach, aber einfach bedeutet nicht leicht. Gewohnheiten zu ändern ist schwer, aber nicht unmöglich. Thomas nickte. Ich möchte es auch versuchen, sagte er. An diesem Abend vor dem Schlafengehen. Hilde und ich saßen im Bett. Wir sprachen ein wenig, bevor wir lasen. Karl, sagte Hilde, ich habe darüber nachgedacht. Worüber? Das geht nicht nur um den Kühlschrank. Was meinst du? Ich meine, das ist eine Lebensweise. Es geht darum, wie wir alles tun. Ich dachte nach. Du hast recht, sagte ich. Diese Woche ist mir aufgefallen, dass wir viele Dinge auf Autopilot tun, ohne nachzudenken, ohne zu hinterfragen. Wir tun es einfach, weil wir es immer so gemacht haben. Hilde nickte. Ja, sagte sie, wir haben es immer so gemacht. Aber vielleicht ist es nicht richtig, es immer so zu machen. Vielleicht müssen wir manchmal innehalten und nachdenken. Ist das wirklich notwendig? Ist das wirklich sinnvoll? Macht uns das wirklich glücklich? 4 Wochen vergingen. 1 Monat. Samstagmorgen. Zeit für die vollständige Abrechnung. Ich öffnete meine Excel-Datei. Ich gab die Daten eines Monats ein. Ergebnisse. Lebensmittelausgaben. Vormonat 480 €. Dieser Monat 210 €. Ersparnis 270 €. Lebensmittelverschwendung. Vormonat. Schaut der 115 €. Dieser Monat. Schautage um 15 €. Reduktion 87%. Müllmenge. Vormonat 1 großer Müllsack, Tag. Dieser Monat 1 kleiner Müllsack, 2 Tage. Reduktion 75%. Ich zeigte es Hilde. Schau, sagte ich, Zahlen lügen nicht. Hilde schaute auf den Bildschirm. 270 €, sagte sie leise. In einem Monat. Ja. Das sind 3.240 € im Jahr. Ja. Karl, das ist unser Griechenlandurlaub. Ja. Hilde lächelte. Aber dann wurde sie ernst. Aber Karl, sagte sie, es geht nicht nur um Geld. Was meinst du? Ich meine, es geht auch um die Umwelt. Es geht auch darum, bewusster zu leben. Es geht auch darum, mit sich selbst im Frieden zu sein, weil wir nicht mehr verschwenden. Wir schätzen jetzt. Ich nickte. Du hast recht, sagte ich, aber das war nur ein Anfang. Denn die Reise, die mit dem Kühlschrank begann, weitete sich auf andere Bereiche aus. Eines Abends kam die Stromrechnung. Ich öffnete den Umschlag. Ich schaute. Hilde, sagte ich, warum ist unsere Stromrechnung diesen Monat so hoch? Hilde schaute. Sieht normal aus, sagte sie. Aber was ist normal? Sagte ich. Vielleicht ist unser Normal zu hoch. Vielleicht verschwenden wir auch Energie. Hilde hielt inne. Karl, sagte sie, fängst du jetzt an, alles zu hinterfragen? Vielleicht, sagte ich, vielleicht ist Hinterfragen eine gute Sache. Vielleicht machen wir seit 40 Jahren die falschen Dinge. Und wir bemerken es einfach nicht. Hilde seufzte. Okay, sagte sie, morgen schauen wir uns den Strom an. Am nächsten Tag überprüften alle Lichter im Haus. Wie viele Lichter brannten? Wohnzimmer, 3 Lampen. Küche, 2 Lampen Flur, 1 Lampe. Schlafzimmer, 1 Lampe. Alle gleichzeitig. Aber wir waren nur 2 Personen im Haus. Hilde war im Wohnzimmer. Ich war in meinem Arbeitszimmer. Der Rest war leer. Hilde, sagte ich, warum brennt die Küchenlampe? Ich weiß nicht, sagte sie. Ich habe sie wohl mittags angemacht. Ich habe es vergessen. Ich schaltete sie aus. Ich schaltete auch die Flurlampe aus. Die Schlafzimmerlampe. Nur Hildes Lampe im Wohnzimmer und meine Lampe im Arbeitszimmer blieben an. Karl, sagte Hilde, ist das so wichtig? Wie viel Strom verbraucht eine Lampe schon? Nicht viel, sagte ich, aber viele Lampen verbrauchen viel Strom. Und jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr. Hilde verstand, sagte sie. Verstanden. Dann das Wasser.
Eines Morgens war Hilde in der Dusche. Sehr lange. Ich klopfte leicht an die Tür. »Hilde, ist alles in Ordnung?« »Ja«, sagte sie, »ich komme gleich raus.« 10 Minuten später. Endlich kam sie heraus. »Hilde«, sagte ich, »wie lange warst du da drin?« »Ich weiß nicht, 20 Minuten?« »20 Minuten.« »Duschen für 20 Minuten.« Hilde zuckte mit den Schultern. Das warme Wasser war so entspannend. »Ich verstehe«, sagte ich, »aber denk mal darüber nach. Etwa 10 Liter Wasser pro Minute. 20 Minuten? 200 Liter. Einmal am Tag. 6000 Liter im Monat.« Hilde hielt inne. 6000 Liter? Ja. Das ist sehr viel, ja? Was soll ich tun? Vielleicht reichen 10 Minuten, sagte ich. Vielleicht ist es ein Geschenk an den Planeten, die Entspannung des warmen Wassers 5 Minuten früher zu beenden. Hilde dachte nach. »Du hast recht, Art«, sagte sie. Eines Abends. Wir saßen im Wohnzimmer und sahen fern. Aber eigentlich sahen wir nicht fern. Der Fernseher war an. Aber wir beide waren am Handy. Hilde war auf Facebook. Ich las Nachrichten. Im Fernsehen lief eine Dokumentation. Niemand schaute zu. »Hilde«, sagte ich, »warum ist der Fernseher an?« »Ich weiß nicht«, sagte sie. Hintergrundgeräusch. »Aber niemand schaut zu.« »Ich weiß.« Ich nahm die Fernbedienung. Ich schaltete ihn aus. Stille. Eine seltsame Stille. »Es ist so still geworden«, sagte Hilde. »Ja«, sagte ich. »Aber ist das schlecht?« Hilde dachte nach. »Nein«, sagte sie. »Eigentlich ist es schön.« Sie legte ihr Handy weg. »Karl«, sagte sie, »wie viel Zeit verschwenden wir?« »Viel«, sagte ich. »Wir sehen fern. Aber wir sehen nicht fern. Wir scrollen auf dem Handy, aber wir lesen nichts. Wir sind hier, aber wir sind nicht hier.« Hilde nickte. »Das ist auch Verschwendung«, sagte sie. »Zeitverschwendung. Und Zeit ist wertvoller als Geld.« An einem Samstagnachmittag. Wir tranken Kaffee in der Küche. Hilde sagte, »Karl, ich möchte dich etwas fragen.« »Frag, warum haben wir so gelebt?« »Wie?« »Verschwenderisch. Unbewusst.« Das war eine gute Frage. Ich dachte nach. »Ich denke«, sagte ich, »weil die Gesellschaft es uns so beigebracht hat.« »Wie hat sie es uns beigebracht?« »Konsumiere mehr. Kaufe mehr. Besitze mehr. Dort liegt das Glück. Aber das Glück liegt nicht dort. Glück ist, genug zu haben und das Unnötige loszulassen.« Hilde nickte. »Die alten Generationen wussten das«, sagte sie. »Meine Eltern wussten das. Sie haben Krieg gesehen, Mangel gesehen. Für sie war Brot heilig. Aber wir haben es vergessen. Wir haben es im Überfluss vergessen. Frau Weber kam wieder zu uns. Diesmal mit unserem Nachbarn Herr Schmidt. »Herr Brenner«, sagte Herr Schmidt. »Frau Weber hat mir ihre Geschichte erzählt.« »Welche Geschichte?« »Die Kühlschrankgeschichte, die Mülleimergeschichte, 3.000-Euro-Geschichte.« Ich lachte. »Ah, diese Geschichte. Ja, diese Geschichte«, sagte Herr Schmidt. »Und ich möchte es auch versuchen.« »Wirklich?« »Ja. Meine Frau und ich sind auch im Ruhestand. Und letzte Woche haben wir auch in unseren Mülleimer geschaut. Und wir haben schreckliche Dinge gesehen.« Frau Weber fügte hinzu, »Ich habe auch angefangen, Herr Brenner. Ich mache Kühlschrankinventur. Ich mache Wochenpläne. Und glauben Sie mir, in der ersten Woche habe ich 40 Euro gespart.« Hilde servierte Tee. »Das ist wunderbar, sagte sie. »Das ist wirklich wunderbar.« Eines Tages, ich schrieb einen Brief an meine alte Schule, an den Direktor. Betreff: Angebot für eine Mathematik- und Lebensstunde. Ich schrieb: »Sehr geehrter Herr Direktor, 40 Jahre lang habe ich an dieser Schule Mathematik unterrichtet. Ich habe Tausenden von Schülern beigebracht, Gleichungen zu lösen. Aber jetzt habe ich verstanden, dass es eine wichtige Gleichung gab, die ich Ihnen nicht beigebracht habe. Die Lebensgleichung, die Verschwendungsgleichung, die Gleichung, dass kleine Zahlen große Zahlen werden. Jetzt bin ich 67 Jahre alt. Ich bin im Ruhestand, aber ich möchte eine Stunde unterrichten. Kostenlos. Nur eine Stunde. Ich möchte den Schülern echte Mathematik beibringen. Die Mathematik ihres Lebens. Würden Sie das akzeptieren?« Eine Woche später kam die Antwort. »Ja.« Dienstag. Ich ging zur Schule. 40 Jahre später. Klasse 10b, 30 Schüler. 15 bis 16 Jahre alt. Sie alle schauten mich an. »Guten Tag«, sagte ich.
Mein Name ist Karl Brenner. Vor 40 Jahren war ich Mathelehrer an dieser Schule. Heute werde ich Ihnen meine letzte Stunde geben. Aber das ist nicht die Stunde, die Sie gewohnt sind. Diese Stunde handelt von der wichtigsten Gleichung Ihres Lebens. Ich schrieb an die Tafel 7 k 10 Euro x 365 Tage, 2.591 Euro. Was bedeutet das? Fragte ein Schüler. Das, sagte ich, ist das Geld, das ich in einem Jahr in den Müll geworfen habe. Wie meinen Sie das? Ich erzählte. Kühlschrank, Mülleimer, erste Berechnung, Veränderung. Die Schüler hörten schweigend zu. Dann fragte ein Mädchen, Herr Brenner, was möchten Sie, dass wir tun? Ich möchte, sagte ich, nur eine Sache von Ihnen. Diese Woche schauen Sie zu Hause in Ihren Mülleimer. Einen Tag. Nur einen Tag. Und notieren Sie, was drin ist. Dann rechnen Sie. Ein Tag x 364. Dann fragen Sie sich, was sagt mir diese Zahl? 3 Monate vergingen. Seit dem ersten Mülleimermorgen. Hilde und ich sitzen in der Küche. Vor uns ein Notizbuch. Ergebnisse nach 3 Monaten. Ersparnisse. Lebensmittel 810 Euro. Energie 120 Euro. Wasser 75 Euro. Gesamt Ernte 5 Euro. Veränderungen. Müllmenge 80% reduziert. Kühlschrankreinigungshäufigkeit von 3 pro Monat auf 1 pro Monat gesunken. Supermarkteinkaufszeit 40% verkürzt. Essensplanungsstress 90% reduziert. 1.000 Euro, sagte Hilde. In 3 Monaten. Ja, sagte ich, 1.000 Euro. Aber Karl, sagte sie, Geld ist wichtig, aber was sich wirklich verändert hat, ist etwas anderes. Was? Wir haben uns verändert. Wie? Wir sind bewusster, achtsamer, mehr in Frieden, weil wir jetzt Kontrolle haben, weil wir jetzt bewusst sind. Ich nickte. Du hast recht, sagte ich. Am Abend rief Thomas an. Papa, sagte er, ich möchte dir etwas sagen. Sag es, mein Sohn. Ich habe auch angefangen. Womit? Mit deinem System. Kühlschrankinventur. Wochenmenü. Liste. Im ersten Monat habe ich 180 Euro gespart. Wirklich? Ja. Und das ist nicht alles. Ich fühle mich jetzt weniger gestresst, weil alles geplant ist. Ich weiß, was ich essen werde. Ich weiß, was ich kaufen werde. Und am wichtigsten, ich fühle mich nicht mehr schuldig, weil ich nicht mehr verschwende. Er hielt inne. Papa, sagte er, danke. Wofür dankst du mir? Dafür, dass du mir eine Lektion erteilt hast. Das werde ich nie vergessen. An einem Samstagabend. Hilde und ich aßen in einem Restaurant. Ein besonderer Tag. Unser Hochzeitstag. 42 Jahre. Das Essen war gut. Aber etwas fiel mir auf. Das Paar am Nebentisch. Ein junges Paar. Sie bestellten große Portionen. Nudeln, Pizza, Salat, Dessert. Aber sie konnten es nicht aufessen. Die Hälfte der Teller war noch voll. Der Kellner kam. Soll ich es einpacken? Sagte er. Nein, sagte der Mann. Nicht nötig. Der Kellner nahm die Teller, brachte sie zum Müll. Hilde sah das. Sie sah mich an. Karl, sagte sie leise. Hast du das gesehen? Ich habe es gesehen, sagte ich. Mindestens 20 Euro Essen. Im Müll? Ja. Und Sie halten das für normal? Ja. Hilde seufzte. Waren auch so, sagte sie. Ich weiß, sagte ich, aber jetzt sind wir es nicht mehr. Eines Tages kam Post. Darin war ein Brief. Von der Schule. Von einem Schüler. Lisa Schmidt. Klasse 10b. Ich öffnete den Brief. Sehr geehrter Herr Brenner, vor 3 Monaten kamen Sie in unsere Klasse. Sie erzählten uns Ihre Mülleimergeschichte. Sie gaben uns eine Hausaufgabe. Schauen Sie einen Tag in Ihren Mülleimer, sagten Sie. Ich habe hingeschaut und ich war schockiert. Unsere Familie hat 4 Personen. An einem Tag haben wir 12 Euro Essen in den Müll geworfen. Ich zeigte es meiner Mutter. Sie war auch schockiert. Jetzt machen wir es wie Sie. Wochenmenü, Liste, Inventur. Im ersten Monat haben wir 240 Euro gespart. Meine Mutter ist sehr glücklich. Mein Vater ist sehr glücklich. Sogar mein Bruder hat es bemerkt. Aber am wichtigsten ist, dass ich glücklich bin. Weil ich mich jetzt gut fühle. Weil wir nicht mehr verschwenden. Danke, Herr Brenner. Das war die wichtigste Mathematikstunde meines Lebens. Mit freundlichen Grüßen, Lisa Schmidt. Ich gab den Brief Hilde. Sie las ihn.
Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Karl«, sagte sie, »das ist wunderbar.« »Ja«, sagte ich, »das ist wunderbar.« 6 Monate vergingen, von März bis September. Jetzt ist das System Teil unseres Lebens. Normal. Natürlich. Wir tun es nicht gezwungenermaßen. Wir leben einfach. Jeden Samstagmorgen Kühlschrankinventur. Normal. Jede Woche Menüplanung. Normal. Mittwochs Restetag. Normal. Unnötige Lichter ausschalten. Normal. Kurz duschen. Normal. Mit Liste einkaufen. Normal. Das ist jetzt Teil von dem, wer wir sind. Ergebnisse nach 6 Monaten. Ersparnisse. Lebensmittel 1.620 Euro, Energie 240 Euro, Wasser 150 Euro, Sonstiges 180 Euro, Gesamt 2.190 Euro. Müllreduzierung 85% weniger Lebensmittelverschwendung, 70% weniger Gesamtmüll. Lebensqualität weniger Stress, mehr Kontrolle, mehr Bewusstsein, mehr Frieden. An einem Sonntagnachmittag. Wir telefonierten mit Hildes Mutter. Videoanruf. Hilde erzählte ihrer Mutter die ganze Geschichte. Kühlschrank, Mülleimer, Veränderung, Ergebnisse. Ihre Mutter hörte zu. Eine alte Frau, 83 Jahre alt. Sie hatte Krieg gesehen, Mangel gesehen, so viel gesehen. Dann sagte sie, »Hilde, weißt du, was ich denke? Was, Mama? Ihr habt den richtigen Weg gefunden. Ihr, meine Generation, mussten es lernen, weil wir keine andere Wahl hatten. Aber eure Generation hat es vergessen, weil alles so einfach wurde. Aber jetzt erinnert ihr euch wieder. Aus eigenem Willen. Und das ist wertvoller.« Sie hielt inne, denn was aus Zwang getan wird, ist Pflicht. Aber was bewusst getan wird, ist Wahl. Und Wahl ist Freiheit. Hilde wischte sich die Augen. »Danke, Mama«, sagte sie. Oktober. Das örtliche Gemeindezentrum rief an. »Herr Brenner«, sagten sie, »wir haben von Ihrer Geschichte gehört.« »Welche Geschichte?« »Die Verschwendungsgeschichte, die Veränderungsgeschichte? Können Sie uns einen Vortrag halten?« »Worüber?« Praktische Lebensmathematik, Verschwendungsberechnung, Veränderungsstrategien. Wie viele Leute? Etwa 40. Rentner, Familien, alle, die interessiert sind. Ich sagte zu. Eine Woche später war ich im Gemeindezentrum. 45 Leute, alle hörten zu, ich erzählte die ganze Geschichte, von Anfang bis Ende. Dann sagte ich, jetzt werden Sie etwas tun. Holen Sie Ihre Handys heraus, öffnen Sie den Taschenrechner und rechnen Sie mit mir. Jeder holte sein Handy heraus. Wenn Sie durchschnittlich 7 Euro pro Tag verschwenden, mal 364 Tage, was ergibt das? Wir rechneten alle zusammen 2.555 Euro. Das ist es, sagte ich, Ihre jährliche Verschwendungszahl. Aber das ist nur Essen. Fügen Sie Energie hinzu, fügen Sie Wasser hinzu, fügen Sie andere Verschwendung hinzu. Das ist die Gesamtsumme. 3.500. 4.000 Euro Stille im Saal. Tiefe Stille. Dann hob eine Frau die Hand. »Herr Brenner«, sagte sie, »das ist eine schreckliche Zahl.« »Ja«, sagte ich, »eine schreckliche Zahl. So, was können wir tun?« »Hier kommt die gute Nachricht«, sagte ich. »Diese Zahl liegt vollständig in Ihrer Kontrolle, denn sie ist das Ergebnis Ihrer Entscheidungen. Und Sie können Ihre Entscheidungen ändern.« November. An einem Morgen beim Frühstück sagte Hilde, »Karl, ich möchte dir etwas sagen. Sag es. Du solltest ein Buch schreiben.« »Ein Buch?« »Ja, diese Geschichte. Die Geschichte, die mit dem Kühlschrank beginnt. Aber ich bin kein Schriftsteller. Das spielt keine Rolle. Du bist Lehrer. Du weißt, wie man erzählt. Und diese Geschichte ist es wert, erzählt zu werden.« Ich dachte nach. »Vielleicht«, sagte ich, »vielleicht hast du recht. Aber wie würde es heißen?« Hilde lächelte. »Das hintere Regal des Kühlschranks«, sagte sie, »die Verschwendungsberechnung eines Mathelehrers.« Ich lachte. »Nicht schlecht«, sagte ich. Dezember. Unsere Tochter Anna kam. Aus Hamburg. Mit unserer 5-jährigen Enkelin Sophie. Samstagmorgen. Sophie kam in die Küche. »Opa«, sagte sie, »was machst du?« »Ich mache Kühlschrankinventur.« »Was bedeutet das?« »Das bedeutet, ich überprüfe, was im Kühlschrank ist.« »Warum?« »Weil ich wissen muss, was ich gekauft habe, bevor ich zum Supermarkt gehe.« Sophie dachte nach. »Opa«, sagte sie, »du bist sehr schlau.« Ich lachte. »Warum?« »Weil Mama immer die falschen Sachen kauft.« »Was für falsche Sachen?«
Zu Hause ist viel Joghurt, aber sie kauft trotzdem Joghurt. Anna kam in die Küche. Was sagt Sophie? Sie sagt die Wahrheit, sagte ich. Du kaufst zu viel Joghurt. Anna lachte. Ich weiß, Papa. Du hast recht. Ich möchte auch dein System ausprobieren. Aber in Hamburg ist alles so schnell. Ich habe keine Zeit. Ich verstehe, sagte ich, aber man findet keine Zeit. Man schafft Zeit. Und dieses System spart eigentlich Zeit. Wie? Weil Entscheidungen einfacher werden. Weil das Einkaufen schneller geht. Weil man nicht jeden Tag denkt, was soll ich kochen? Anna nickte. Okay, Papa, sagte sie, ich werde es versuchen. 31. Dezember. Silvester. Hilde und ich im Wohnzimmer. Vor uns der Computer. Zeit für den Jahresbericht. Ich öffnete die Excel-Datei. Ich gab die Daten eines Jahres ein. Jahresergebnisse 2024 Ersparnisse. Lebensmittel 3.240 Euro. Energie 480 Euro. Wasser 300 Euro. Sonstiges 360 Euro. Gesamt 4.380 Euro. Verschwendungsreduzierung. Lebensmittelverschwendung 87% Reduktion. Energieverbrauch 22% Reduktion. Wasserverbrauch 18% Reduktion. Gesamtmüll 80% Reduktion. Qualitätsverbesserung. Essensplanungsstress 95% Reduktion. Kühlschrank. Reinigungszeit 70% Reduktion. Supermarkteinkaufseffizienz 60% Steigerung. Allgemeine Lebenszufriedenheit deutliche Steigerung. Hilde schaute auf den Bildschirm. 4.380 Euro, sagte sie leise. In einem Jahr? Ja. Karl, das ist unglaublich. Aber ich schaute auf etwas anderes. Ich hatte etwas am unteren Rand des Bildschirms geschrieben. Geldersparnis 4.180 Euro. Aber der wahre Gewinn, Bewusstsein, Achtsamkeit, Frieden, Kontrolle, Wert. Hilde, sagte ich, es ging nie nur um Geld. Ich weiß, sagte sie, es ging nie um Geld. Januar, neues Jahr, 2025. Wir trinken Kaffee in der Küche. Karl, sagte Hilde, was werden wir dieses Jahr tun? Was meinst du? Letztes Jahr haben wir mit dem Kühlschrank angefangen. Energie, Wasser, Zeit. Was wird dieses Jahr sein? Ich dachte nach. Dieses Jahr, sagte ich, wird das Jahr des Lehrens. Wie? Mehr Vorträge, mehr Teilen, vielleicht ein Blog, vielleicht Videos. Denn das ist nicht nur unsere Geschichte, das ist die Geschichte von jedem. Und jeder kann sich verändern. Genau wie wir. Hilde lächelte. Karl Brenner, sagte sie. Mit 67 Jahren wird er Aktivist. Ich lachte. Aktivist? Ja, Kühlschrankaktivist. Schluss, jetzt bin ich hier. Ich erzähle Ihnen diese Geschichte. Ich bin 67 Jahre alt. Ich bin ein pensionierter Mathelehrer. 40 Jahre lang habe ich Gleichungen unterrichtet. Aber die wichtigste Gleichung meines Lebens habe ich letztes Jahr gelernt. In einem Mülleimer. Und diese Gleichung lautet: kleine Veränderungen. X Zeit, X Entschlossenheit, Huaxia, große Transformation. Das ist nicht nur Mathematik, das ist Leben. Und diese Geschichte handelt nicht nur vom Kühlschrank. Diese Geschichte handelt von Bewusstsein, von Entscheidungen, von Werten und am wichtigsten, dass es nie zu spät ist, sich zu verändern. Wenn ich mich mit 67 verändern konnte, wenn ich meine 42-jährigen Gewohnheiten ändern konnte, dann können Sie es auch. Vielleicht heute, vielleicht jetzt, vielleicht indem Sie ins hintere Regal Ihres Kühlschranks schauen. Und vielleicht dort. In dieser dunklen Ecke finden auch Sie Ihre eigene Gleichung. Und vielleicht wird diese Gleichung Ihr Leben verändern. Genau wie sie meins verändert hat. Karl schließt den Kühlschrank. Die Küche ist sauber. Ordentlich, friedlich. Hilde ist neben ihm. Hand in Hand. Sie schauen aus dem Fenster. Es schneit. Leise. Hilde, sagt Karl. Danke. Wofür dankst du mir? Dafür, dass du auf dieser Reise bei mir warst. Hilde lächelt. Karl, sagt sie, das ist nicht deine Reise. Das ist unsere Reise. Und sie ist noch nicht vorbei. Ich weiß, sagt Karl. Sie ist noch nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an. Bildschirmtext. Verschwendung beginnt nicht mit großen Dingen. Sie beginnt mit kleinen Dingen. Im hinteren Regal des Kühlschranks, im Mülleimer, im brennenden Licht, im laufenden Wasserhahn. Und Veränderung beginnt auch dort.
mit kleinen Schritten, aber mit entschlossenen Schritten. Karl Brenner, 67, pensionierter Mathelehrer. In der nächsten Folge. Karl hält ein altbackenes Brot in der Hand. Das ist nicht nur Brot, sagt er. Das ist meine Kindheit. Nachkriegszeit, Brotschlangen. Nächste Folge. Brotgedächtnis, bleiben Sie bei uns. Das ist nur der Anfang von Karl und Hildes Reise. In jeder Folge ein anderes Verschwendungsthema. Energie, Wasser, Zeit, Kleidung, Plastik, Worte, Gefühle, die unsichtbaren Verschwendungen in jedem Bereich unseres Lebens. Verpassen Sie keine Folge, abonnieren Sie den Kanal. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken und schreiben Sie uns in den Kommentaren. Es ist Ihre Verschwendungsgeschichte. Bis zur nächsten Folge.